So, jetzt sagst du mal, herzlich willkommen zu unserem Kanal. Herzlich willkommen zu deinem Kanal. Das zweite Mal Hotdog. Wir waren eine Woche in der Nähe von Berlin im Urlaub und möchten euch auf unsere Reise mitnehmen. Zu verlassenen Orten und vergessenen Seelen. Von leerstehenden Fabriken bis hin zu voll eingerichteten Häusern. Wir haben einiges gesehen und versucht das Beste mit der Kamera festzuhalten. Lasst euch überraschen und seht selbst, was wir alles entdeckt haben. Wir sind angeblich in einer Klinik. Hier sind mehrere Gebäude. Wir gehen mal durch. Wir gucken mal. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das stimmt, ob das wirklich eine Klinik war. Aber es wird sich hoffentlich zeigen. Hier kommt man rein, hat man gleich ein Eckbadezimmer. Ja, alles verwüstet und leergeräumt. Das steht natürlich schon eine ganze Weile leer. Hier noch ein Fahrstuhl. Hier waren wohl mal die Kinder eingesperrt. Aber wir gucken mal, was es hier noch so zu sehen gibt. Wie gesagt, ob das wirklich eine Klinik war. Oh, hier alles zerdroschen. Ob das wirklich mal eine Klinik war, ich weiß nicht. Für mich sehen die Zimmer gerade eher aus wie Wohnräume. Aber es gibt nämlich noch da und wenn ich das richtig gesehen habe, vorne da dahinter sogar noch ein Gebäude. Aber das gucken wir uns alles noch an. Laufen wir da mal durch. Jetzt schauen wir erstmal hier weiter. Ja, alles zerdroschen und besprüht. Aber auf jeden Fall komische Türen, die nur mit einer Karte aufgingen. Das war tatsächlich eine Klinik. Hier haben sie die ganzen Lichter von der Decke geholt. Ja, hier unten gibt es gar nicht mehr so viel zu sehen. So, unten gab es nichts mehr. Wir gehen jetzt mal noch ein Stockwerk hoch. Hier ist auch schon alles runtergekommen. Steckt die Feuchtigkeit in den Wänden. Wir gucken mal, was uns hier oben noch erwartet. Das sind auch wieder lauter so
Ja, dann sind das die Behandlungszimmer gewesen. Ursprünglich, weil unten haben wir jetzt gesehen, gab es einen Röntgenraum. Wie gesagt, vorhanden ist nichts mehr. Da ist schon der Schimmel an der Wand. Da auch wieder alles kaputt geklappt. Aber das ist ja meistens so, dass die Jugendlichen kommen und dann wird natürlich alles, was geht, zerdroschen und besprüht. Ja, die Zimmer sehen alle sehr einheitlich aus, alles irgendwie das Gleiche. Hier können wir nochmal aus dem ersten Stock gucken. Ja, das Gebäude habe ich euch gerade schon von unten gezeigt. Da Gebäude, ich glaube, es war dahinter noch eins, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Wir gehen aber mal gucken. Hier gibt es ja noch ein Stockwerk oben drüber. Wir laufen jetzt mal noch den Flur nach hinten. Gucken mal, aber ich glaube, wir müssen jetzt nicht mehr in jedes Behandlungszimmer reingucken. Das sieht natürlich interessant aus. Der ganze Boden voll mit Moos. Die Natur kommt und holt sich alles Stück für Stück zurück. Das haben wir jetzt schon bei so vielen Sachen gesehen. Hier haben wir einen Balkon, da können wir gleich noch gucken. Die holt sich alles zurück, Stück für Stück. Aber irgendwie ist das hier relativ unspektakulär. Das sind alles nur Patientenzimmer. Hier haben wir noch einen Balkon. Hier gab es überall Balkon. Ich weiß nicht, was hier hinten ist. Hundeschule oder so. Dürfen wir uns nicht allzu lang da draußen blicken lassen. Nicht, dass wir hier zum Schluss noch Ärger bekommen. Aber dann gucken wir einfach mal noch ein Stockwerk hoch. Wir klettern mal über diese Türen. Oh, hier ist. Da fehlt schon das Fenster. Da regnet es natürlich rein. Aber hier auch die ganze Decke schon kaputt. So, wir gucken mal noch hier weiter. Hier haben wir noch 2, 3 Schränke, aber auch die ganze Decke, alles kaputt. Das Bad. Also hier oben stehen auf jeden Fall noch Schränke drin. Aber auch nichts weltbewegend Spannendes mehr. Ja, hier haben wir noch Mitsitzgarnitur. Da kann man sich schön hinsetzen. Ein Schreibtisch. Aber schon ganz schön runtergejubelt. Hier haben sie alles zerdroschen. Ja, die Räume sind alle gleich. Vielleicht war die Klinik tatsächlich das weiße Gebäude davor und gar nicht hier selber. Dann müssen wir da mal gucken gehen. Weil das sieht mir alles aus, als wenn das nur Patientenzimmer gewesen wären. Hier eine schöne Stahltür. Hier gibt es nicht mehr so viel. Es sind
Wie gesagt, alles Patientenzimmer, meiner Meinung nach. So sieht es zumindest für mich aus. Noch ein Stockwerk hoch geht's nicht. Da war dann nur noch der Dachboden. Mein Stab ist leider zu kurz, um da oben in das Loch reinzufüllen. Aber wir gehen dann rüber in das andere Gebäude. Und dann sehen wir uns da nochmal. Bis gleich. So, wir sind jetzt rübergegangen zu dem zweiten. Wie gesagt, hier haben wir auch noch eins. Wir können noch mal kurz darüber schauen. Hier sind ja überall schon Trampelpfade. Wir können mal gucken, ob es da einen Eingang gibt. Oh, Fenster offen. Also, Fenster offen. Da ist gar keins vorhanden. Das ist anscheinend nur... Das ist nur der Rohbau. Hier sollte wohl mal noch eine Klinik hinkommen. Aber da ist wohl dann das Geld ausgegangen. Also hier ist wirklich nur der komplette Rohbau. Aber wir können ja mal durchschlendern. Dann liegen sogar noch, da liegen sogar noch die Ziegel. Wollte man wohl die Klinik vergrößern. Aber da ist anscheinend nichts mehr draus geworden. Und jetzt habe ich was gesehen. Man wollte die vergrößern. Und hat schon den Pool eingesetzt. Wir haben uns gerade schon darüber unterhalten, die Zimmer, die wir gesehen haben, in dem anderen Gebäude drüben, das sind keine typischen Klinikzimmer. Das sieht alles aus wie so Einzelzimmer, vielleicht Zweimannzimmer. Wir glauben, dass das vielleicht sowas wie eine Reha-Klinik war, in die Richtung. Oder so. Wir wissen es nicht genau. Wir haben jetzt auch nicht nachgeschaut. Aber das würde das Ganze natürlich erklären mit dem Pool. Mit dem Pool, mit den Zimmern. Die 3 Gebäude. Das würde das Ganze ein bisschen erklären. Für eine normale Klinik, also eine normale Klinik. Zu klein und mit den 3 Häusern noch dazu. Wie gesagt, das hier ist ein Rohbau. Das sollte wohl das 3. Haus werden. Für eine normale Klinik viel zu klein. Aber wir gucken dann nachher mal noch rein in das andere. Vielleicht gibt es da ja noch Behandlungszimmer oder so. Irgendwelche Sachen. Wir schauen halt einfach mal. Ach, hier sollte der Fahrstuhlschacht. Wir haben noch einen anderen Weg gefunden. Der wäre runter in den Keller gegangen. Vielleicht finden wir eine Treppe dazu. Im Keller steht das Wasser. Also ich habe jetzt tatsächlich keine Treppe gefunden. Nein. Ach nee, das war das andere Gebäude. Nein, das war das andere Gebäude, entschuldigt. Bei dem, wo wir jetzt dann nachher gleich noch hingehen. Da steht das Wasser im Keller. Haben wir eine Kellertür gefunden. Da haben wir reingeguckt. Da steht, weiß nicht, bis kurz unter das Knie steht das Wasser. Das war nicht hier in dem Rohbau. Aber da kommt auch die Natur. Schon alles voll mit Moos, aber klar, das Dach hat schon abgedeckt.
So, das ist das dritte Haus. Das ist der Keller, wo ich gerade mich getäuscht habe, dass das in dem Rohbau gewesen wäre. Hier steht der ganze Keller voll mit Wasser. Wir können ja mal ein Stück reinleuchten, wenn es funktioniert. Hier ist alles unter Wasser. Also durch den Keller schon mal kein reinkommen. Aber hier haben wir noch ein kaputtes Fenster. Und dann probieren wir einfach das. So, wir sind drin. Ich zeige euch mal noch den Keller. Wie gesagt, da können wir nicht hin. Das ist die letzte Stufe und dann ist alles unter Wasser. Sieht aber auch noch nach einem Rohbau aus, was mich wundert, weil die Außenverkleidung eigentlich so gar nicht aussieht. Aber hier drin, die Treppen, hier ist noch nichts fertig. Alles unverkleidet. Hier haben wir, weiß nicht, Empfangssaal. Einen großen Tresen. Aber auch hier liegen noch die Rohre frei. Man war bei dem Gebäude wohl schon weiter, wie bei dem, wo wir gerade drin waren. Da haben die Treppen schon gefliest. Aber alles noch irgendwie im Bau. Da nichts dran. Da liegt das Mauerwerk offen. Ich weiß nicht, ob hier das Geld ausgegangen ist. Aber wahrscheinlich wird es so gewesen sein, dass einfach kein Geld mehr da war. Also jetzt, ich mache mal mein Licht ein bisschen hoch für euch. So. Weil man lässt es ja dann nicht einfach so zurück. Wenn das so. Hier haben wir noch. Das war mit Sicherheit mal ein Wartezimmer. Das sind die typische Bänke für Wartezimmer. Oder was sagst du? Schon, oder? Das ist so. Ja. Das sieht aus wie ein typisch Wartezimmer. Naja, wir gucken mal eins weiter hoch, was uns da noch erwartet. Leider wartet uns nicht mehr allzu viel hier. Alles leer. Eine große Terrasse. Schade. Schade. Aber, wie ich schon sagte, wir sind gerade im Urlaub. Wir sind zwischen Berlin und Ostsee. Wir haben uns vorgenommen, ganz paar Videos abzudrehen, euch ein bisschen mitzunehmen, mal zu gucken, was wir so finden, ob wir was Interessantes finden. Gestern haben wir ein ganz interessantes Objekt gehabt. Das habt ihr schon gesehen, wenn das Video hier rauskommt, ist das andere ja schon da. Dann habt ihr das auf jeden Fall schon gesehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also ich war fasziniert von dem Gebäude gestern oder von dieser Wohnung gestern. Und man kann halt nicht immer Glück haben. Manchmal hat man halt auch sowas wie hier, einfach nur ein Rohbau. Trotzdem immer wieder interessant. Auch noch solche Sachen zu sehen. Wäre natürlich schön, wenn es noch eingerichtet wäre oder so. Aber wie gesagt, man hat nicht immer Glück. Eine Woche Videos.
hoffentlich viele spannende Sachen. Da können wir noch mal rausgucken. Ich hoffe, wir finden viele spannende Sachen, viele Lost Places, die euch gefallen, die uns gefallen, wo wir alle dran Spaß haben. Aber das werdet ihr erst später erfahren wie ich. Ich weiß es Ende dieser Woche. Für euch dauert das Ganze noch ein bisschen. Aber jetzt sind wir am letzten Dach, im letzten Geschoss auf dem Dach. Hier ist alles kaputt. Das ganze Dach schon. Hier wächst schon. Hier wachsen schon wieder die Bäume drin. So, na gut. Das war's von hier. Wir schauen weiter. Mal gucken, ob wir noch was finden heute. Wir gucken mal, was wir noch so finden. Ob wir was finden. Und damit verabschiede ich mich. Wir sind raus. Wir sehen uns. Ciao. Ciao.